So, das wahrscheinlich wichtigste Video für MW3 wollte ich mir unbedingt noch mit euch zusammen anschauen. Willkommen zurück auf dem STYLERZ UNCUT Channel an der Stelle. Wir haben uns schon ein Video angeschaut von Exclusive Ace, das fanden viele von euch auch geil. Das ist ein Video, das nochmal viel, viel wichtiger ist, denn das spricht das meiner Meinung nach größte Gameplay-Problem aktuell an. Ich muss an der Stelle sagen, ne, bevor hier wieder gesagt wird, irgendwie hier wird wieder nur rumgeheult, MW3 spielt sich sehr, sehr gut. Von dem ganzen Movement, von den ganzen Mechaniken her. Es gibt das Matchmaking Fakt ab, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber es gibt eine Mechanik, nicht Gameplay-Mechanik, aber eine Sache am Gameplay, die das Spiel wirklich komisch spielen lässt. Und das ist hier perfekt erklärt worden im Video. Das möchte ich euch zeigen und auch noch 1, 2 Worte selbst dazu erklären. What's up guys, my name is Ace, and as I've said in a few feedback videos already, Übrigens, er macht die besten Call of Duty Videos auf der Welt, sage ich. Zumindest, wenn man sich für das Spiel interessiert und was sich ändert und die ganzen Mechaniken und sowas. Nicht jetzt Unterhaltung, sondern wirklich so content-technisch macht Exclusive Ace meiner Meinung nach die besten Call of Duty Videos. Es gibt niemanden, der es besser macht. Number one gameplay complaint with Modern Warfare 3's beta so far is the spawn system. And throughout the first weekend of the beta, I spent a couple hours doing nothing but watching spawns, analyzing spawns, and figuring out how the spawn logic is currently working. And I was able to gain quite a bit of insight into how the spawns are working, as well as problem areas, or what I see as problem areas with the current spawn design. So today, I'm going to be diving deep and sharing a bunch of feedback I've noticed based on my spawn analysis. And diving right in, while Modern Warfare 3 doesn't use what a lot of people call the squad spawn style system that we've seen in recent Infinity Ward games like Modern Warfare 2 and Modern Warfare 2019, one thing I have noticed in common with that newer Infinity Ward style spawn system is the general spawn area of a team is very dynamic and it's constantly moving around the map, even when there's very little pressure put on those spawns. Und das ist mir selbst auch schon aktiv aufgefallen, dass wenn du nur eine einzige Sekunde dich wagst, auf die gegnerische Flagge zu gucken, dann spawnen die dann nicht mehr. Und generell, also es wird gleich alles auch mit Beispielen und sowas erklärt anhand der Map, was da passiert. Sehr, sehr wichtig. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, wieso sich die alten MW2-Maps nicht so gut anfühlen wie damals. Also die spielen sich meiner Meinung nach in vor allem Herrschaft und Stellung nicht so gut, wie sie es könnten. Auch mal selber der Beste werden, wie keiner vor dir war, das wäre auch eine Idee, ja. And this leads to a variety of issues in my mind. The first issue is quite basic, but quite important. Verstehe null, ich versuch's gleich nochmal, es wird alles erklärt, aber ich versuch's dann nochmal auf Deutsch auch zu erklären. In my opinion at least, when the spawns are moving around so dynamically, there often isn't that clear distinction, especially for the average to below average players out there. There isn't a clear distinction between, this is my team's side of the map, that's the enemy team's side of the map. And if I want more action and I want to take a risk, I can push toward the enemy's side of the map where they're spawning. That increases the action and the risk that I'm taking, but also the potential reward. There's more kills to go around if I push in that area, but there's... Ich habe so ein gutes Beispiel dafür. Ich habe damals MW2 gespielt, das war mein erstes Multiplayer-Game. Ich war richtig scheiße. Afghan TDM. Es gab eigentlich nur 2 Seiten. Das muss man nicht genauso wieder umsetzen, aber es ist besser als jetzt. Damals war diese Seite mit dem Bunker, wo du rausgucken konntest auf das Flugzeug, und die Seite mit der Höhle, wo du durch die Höhle gehen konntest oder die anderen Seiten. So war die Map wirklich 3-Wege-System. Und wenn das Spawn-System aus MW3, wie es jetzt bleibt, in Afghan kommen würde, dann würdest du nie wieder merken, dass das überhaupt eine 3-Wege-Map ist, weil einfach alle irgendwo spawnen. Aber wie gesagt, wird alles erklärt. There's also more people that keep popping up around me that could potentially kill me at any time. Whereas if I want the opposite, if I want to pull back a little bit, I can do that, and that will yield less action because I'm pulling back toward the side of the map that my team controls. Now that is a fairly basic description of it, but that's generally how things worked back in the day, especially playing the original Modern Warfare 2 on these maps. It was always very easy to tell that this is my side, that's the enemy's side. And I should be clear, it's not like the spawns couldn't flip back in the day either. Of course, they could still flip if you pushed way too hard or if too many people pushed up toward their spawn. But the problem with the newer style of spawn system is it's just constantly moving around the map. It'll flip at the slightest sign of pressure. And that makes it really difficult to nail down the general direction that the enemies should be coming from at any given time. And it also does take away from that ability to balance your risk and reward appropriately. If you're trying to push up toward the enemy spawn and take that higher risk, well, too bad. You're just pushing their spawn to a different area of the map now, even though you didn't even get that close to their spawn location. And it's like a dog constantly chasing his tail. Like, you'll just never quite be able to catch up with that spawn. And let's take a look at just one example of this happening Wichtiges Beispiel jetzt. In this situation right here, I've got my team spawning toward the top side of the map right here, and everything looks perfectly normal.
Also hier ist Exclusive Ace, ne? Er hat sich dahingestellt, hat nur die Map geöffnet, um zu gucken, wer spawnt jetzt wo. We don't have much map control here, but we still got plenty of space there to fight back. There's plenty of safe spawns where there's no way the enemy's getting a line of sight on those spawns, and yet suddenly my team starts spawning over in this area right here. And if we play forward just a little bit further, you can see why that flip occurred. It's because this enemy pushed up right here. Now that enemy isn't putting that much pressure on our spawn. Typically in an older style Call of Duty game, that's not even close to enough pressure to be forcing a spawn flip. And I think rightfully so. Again, like I said, there's plenty of safe spawn areas within that top side of the map still. There's lots of room for us to still make decisions and fight back. And I could see perhaps that pressure pushing the spawn maybe a little bit more toward the corner of the map inside the building, while still being on the same side of the map. Also ganz kurz, der Spawn von diesen zwei Leuten entsteht dadurch, dass hier ein Spieler vorgepusht ist. Das Spawn-System erkennt dann, der Gegner ist gerade zu nah an dem Spawn von eben. Hier hinten war der Spawn gerade von dem Team von Ace. Und pusht dann den Spawn weg von diesem Gebiet. Was in Ordnung ist, wenn der Spawn dann beispielsweise hier hinrücken würde. So, ne? Aber generell trotzdem noch die ähnliche Ecke der Map. Aber dieser eine Punkt hier sorgt dafür, dass die Leute nicht mehr da spawnen, sondern direkt da. Also auf der anderen Seite der Map hinter diesem Gegner. Sofort. Instead, it decided to flip us all the way out to the opposite end of the map, spawning behind the enemy team now. And that's a nice example here of spawns being just too flippy. Das ist Team Deathmatch. Das ist nicht so geil, aber es ist noch okay. Es gibt noch viel schlimmere Beispiele in dem Video. Takes away from that player's ability to put himself in that high-risk, high-reward situation because the spawn is just constantly eluding him and rotating around the map. And not only that, that screws his teammates over because how could they have predicted that that spawn flip would occur when there was very little pressure put on our spawn? And that's just the first example of the spawns being too flippy, and that's a bit of a more subtle example, but I think it does illustrate nicely what I'm talking about, where it might not seem obvious that this was a terrible spawn, but it really can have a negative impact on map flow. As for the next example I've got for you guys, this one is so much worse. Das ist eine absolute Katastrophe jetzt, das Spawn. Das ist eine absolute Katastrophe. Bitte guckt euch das jetzt an. Das ist wirklich frech, was hier passiert. Is on a state in domination. My team Estate-Herrschaft. only holds the C flag. Und nur die C-Flagge gehört dem Team. Exclusive Ace ist im Spawn bei der C-Flagge. Das ist die einzige Flagge, die das Team hält. B und A gehören dem Gegner. Beginning of the clip, this green dot is our spawn area. Now I want you to watch just how quickly our spawn flips around the map and how reactive our spawn is. We actually end up spawning at every corner of the map within 7.5 seconds. Again, in domination, where we only hold one flag as well. And innerhalb von 7,5 Sekunden, wie er gerade erklärt hat, obwohl die nur die C-Flagge haben, spawnen die einmal hier, einmal da und einmal bei der gegnerischen Flagge auf A. As far as I can tell, there's no real pressure even being put on the C spawn area. This is an excellent example of how bad the spawns can be on a state. Because the enemy team right now should have the advantage. They have the map control, they have A and B captured. As far as I can see, they haven't pushed like right up into our C spawns at all. They've barely put any pressure on our C spawns. And yet my team is spawning literally everywhere on the map. How could the enemy team possibly predict that and react accordingly? That appears to be completely randomized, and it destroys any sense of map control or map flow or even any kind of predictability as to which direction an enemy should be coming from at any given time. And that also gave you a sneak peek at another issue I found with the spawns in Dom. Hoffe das nur in der Beta, hoffe die fixen das, ja. Ich habe da noch eine andere Meinung zu, die ich dann auch noch zu sagen will. Warum letzter Beta-Stream? Weil ich ab heute Mittag in Leipzig bin und erst am Dienstag wieder zurückkomme. Domination in this game, just like in Modern Warfare 2, your spawn location doesn't seem to have any strong attachment to the flag that your team owns. Das ist so dämlich. Also dann, das bedeutet ja, es ergibt überhaupt keinen Sinn mehr, in Herrschaft auf Flaggen zu gehen. Wenn die Flagge überhaupt gar nicht dazu beiträgt, dass man dann irgendwas an Map-Control dadurch gewinnt oder irgendeinen Vorteil durch Flagge einnehmen hat. Es ist ja dann wirklich einfach nur ein Team-Deathmatch oder ein Frei für alle mit Teams aber und man kann zusätzlich noch Flaggen einnehmen. Also Objective-Spielen ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Diese variablen Spawns so gewollt, gerne in TDM, aber in Herrschaft ist das doch ergibt ja gar keinen Sinn. Ergibt ja gar keinen Sinn. Dann darfst du dich ja nie wieder darüber aufregen, dass Leute nicht auf Flaggen gehen, weil es hat ja gar keinen Grund, auf Flaggen zu gehen. In Team Deathmatch und sowas, okay, um Noobs zu schützen, damit man nicht so gut Spawns predikten kann und sowas. Aber in Herrschaft
Das so krass, das ergibt überhaupt keinen Sinn. One of the reasons Also that null. I don't play Domination in Modern Warfare 2, despite the fact that it's always been my favorite game mode in Call of Duty. What's the point of playing Domination when it's basically team deathmatch, but there happen to be flags around the map that you could capture if you feel like it, but they don't have any impact on how much map control you hold or where your team is going to spawn? So let's have a look at another example, kind of a similar example here as well on a state. This time, my team holds C and B, and we can see there is one enemy that's now pushed up between C and B, right around the B flag there. However, my team still has full control over this back spawn area where 2 teammates have recently spawned. There is no real pressure put on this spawn. This is a perfectly safe spawn, and it's absolutely where my team should continue to spawn in this situation. And if not there, there's the alternative of the C building. They could spawn behind the C building, right out of the line of sight of that player, and also far enough away that that's not really a risk to them. And yet, guess where they spawn? Right in the enemy spawn on the only flag that they hold for absolutely no reason whatsoever. So this is... Was ist das? Dieser eine Gegner ist hier zwischen C und B. Alles ist safe hier hinten. Man kann ganz easy spawnen. Und das Spawn-System sagt dann, oh nee, dann doch lieber auf der gegnerischen Flagge A, wo ihr eventuell, der schlechte Spieler, der im A-Haus vielleicht drin sitzt, sich denkt, okay, wir haben A, die haben B und C. Ich setze mich jetzt hier ins Fenster und campe. Wäre unkorrekt, so sage ich mal, wenn ich von dem sterben würde, aber ist ja ein Spielziel, so, ne? Ist vollkommen okay, dass Leute das machen. Der wird dann getötet von Leuten, die hinter ihm im Haus spawnen, weil der Teammate da 2 Meter zu weit vorgelaufen ist. Also wirklich, das ist nicht nur, das kann man auch nicht mehr argumentieren mit, man muss Spawn-Trappen verhindern oder so. Das ist viel zu weit weg davon, wie es sein sollte. This is just another example of how there is very little attachment to the flag that you hold in Domination. Und das klingt jetzt so, ja, ist ganz blöd, sollten die ändern. Aber das sorgt dafür, dass sich jede Runde immer komisch anfühlt. Ihr spielt Herrschaft, ihr versteht nie, was abgeht. Nie. Zu keinem Zeitpunkt könnt ihr auch nur halbwegs wissen, wo Gegner gleich spawnen könnten. Und das ist klar für gute Spieler schlecht, weil die könnten natürlich, wenn das immer gegeben ist, dass du das weißt, natürlich immer auf die Spawns pushen und sowas. Damit soll natürlich das so ein bisschen verhindert werden. Aber es ist ja auch für schlechte Spieler nicht gut, weil du kannst ja nie irgendeinen Map-Flow lernen. Gar nicht. Du checkst ja auch als schlechter Spieler nie irgendwas, oder? Du läufst ja immer planlos durch die Gegend und denkst dir, was passiert hier? And also the spawns were far too flippy in the first weekend of the beta. And this is the #1 area I feel they need to be working on when it comes to spawns. For all game modes, I think they need to be a whole lot more sticky than they currently are. That includes Team Deathmatch, Domination, even Hardpoint, although I'll admit I haven't done quite as much analysis on Hardpoint, but I've also noticed a fair number of split spawn situations on Hardpoint that didn't really make much sense. But then on top of that, for Domination specifically, auch für CDL. Stellung, du hast direkt einen Doppelspawn in der gleichen Sekunde. Du bist ja dann richtig gefickt, weil du komplett auch als jemand, der die Stellung einnimmt, nicht wissen kannst, auch als CDL-Pro, wo spawnen die Gegner. Und dann spawnen die so, dass du pinchen kannst von beiden Seiten. Also. I'd like to see a much heavier attachment to the flags that you own. Now, obviously, we don't want to take it so far in the other direction that extreme spawn trapping ends up happening. I definitely don't want to see that either. But at this point... Auch wichtig an der Stelle wieder für den einen oder anderen, der nicht außerhalb von Schwarz-Weiß denken kann. Natürlich möchte man nicht das genaue Gegenteil, wenn der Gegner nur eine A-Flagge hat, dass die immer gezwungen werden, nur bei der A-Flagge zu spawnen, egal wie tief du in den Gegnerspawn reinpushst. Aber es ergibt ja keinen Sinn, dass wenn alles frei ist bei der A-Flagge, ich die wirklich nur in die Richtung der Flagge gucke und alle Gegner hinter mir spawnen. Und dann drehe ich mich um und weil ich mich umdrehe, spawnen die wieder hinter mir. Also das ist halt die Scheiße. Es darf nicht komplett das Gegenteil sein von dem Spawn-Trap verhindern. We are so far in the opposite direction, and it really needs to be coming in the stickier direction when it comes to spawns. Now, on a similar note, sticking to the more general things that I've noticed with the spawn design in this game, this is with this style of spawn system where it's able to just flow all around the map, and there doesn't really seem to be set primary spawn locations where the game's going to try to anchor you to that spawn more often than not, unless there's a lot of pressure put on it. This can lead to really strange map flow, and I'm going to use Favela as an example here. Unfortunately, so ein gutes Beispiel kommt jetzt. Ihr könnt wirklich, was jetzt für ein Beispiel kommt, unfassbar gut. Warum spielt sich Favela
Warum haben wir in Gedanken, oh, Favela war voll die geile Map, warum spielt die sich jetzt so scheiße? Hier ist die Erklärung. Didn't have a recorded clip of this from the first weekend of the beta, but it's something I did experience a lot while playing on Favela. With the traditional spawn system from back in Modern Warfare 2, you had essentially end zones where one team would spawn somewhere in the green zone and the other team would be spawning somewhere in the red zone, and that would be like 95% of spawns. It was very rare you would see a spawn somewhere in the neutral zone in between, although it could happen in rare situations for short periods of time. Und diese Spawns können flippen, wenn ich als roter Spieler beispielsweise zu tief hier in grün reinpushe. Wenn ich natürlich hier stehe und ein anderer Teammate hier, dann spawnen die natürlich nicht weiter hier. Das soll ja vermieden werden, so, ne? Dann passiert natürlich das, was man versucht zu verhindern, ein Spawn-Flip, dass alle auf der anderen Seite spawnen. Das kann passieren. What this meant is the typical flow of combat was very consistent with the map design. It would flow from one end to the other. There was a lot of push and pull when it came to that. And while spawns could be pushed within the zones a little bit, and it may angle the map flow slightly, so it's a bit more diagonal, it was still the same general flow to it. Whereas with the Modern Warfare 3 spawns, at least in the first weekend of the beta, since there didn't really seem to be much stickiness or attachment to primary spawns, I would often run into situations where we had perpendicular map flow. And that's especially bad on Favela. It's very clear that Favela wasn't designed to be flowing in this direction, where you have one team spawning on the top side of the map and one team spawning on the bottom side of the map. Because when we look at the viable options for each of the teams in this situation, on the top side, you've got a ton of different options to approach the map. On the bottom side, not only do you have the low ground, and there's a bunch of height advantages that can look down toward your spawn, you only really have like 2, maybe 3 viable options to be getting out of your spawn area. There is a very clear imbalance there, and it's obvious that the map wasn't designed to be flowing in this direction. So this is yet another argument in favor of having a bit more anchoring toward the ends of the map and getting... So wichtige Fragen, sowas kann ich, währenddem ich hier so Videos schaue, schwer beantworten, weil das will ich natürlich auch auf dem UNCUT-Channel hochladen. Da ist dann schwierig, so Controller-Fragen zu beantworten. Sorry, Chat, das machen wir danach. Back to more end-zone combat with consistent and reasonably predictable map flow that goes along the lines of how the maps were actually designed. Now, of course, not every... Also für die Leute, die es eventuell gerade nicht ganz verstanden haben, Favela und alle MW2-Maps damals haben sich einigermaßen, die waren sowieso alle in Suchen zerstören, viel besser, und es ist sehr viel Nostalgie, was wir an diesen Maps haben. Ich finde Favela auch nicht so geil. Aber die Map war sehr klar designt, dass das eben genau so flowen soll. Hier hast du einen Weg, hier in der Mitte hast du natürlich über Umwege und Dächer und sowas, aber du hast quasi den zweiten Weg durch die Mitte und du hast den Weg außenrum. Und das ist das, wie es flowen soll quasi. So wurde die Map designt und so funktioniert das auch. Haben wir irgendwo nochmal ein Bild? Genau. Potenziell auch mal ein bisschen diagonaler, aber selbst dann ist es eigentlich von links nach rechts. Und mit diesem komischen Spawn-System, wo alles scheißegal ist, hast du auch Situationen, wo es in die andere Richtung float. Und so ist das halt überhaupt nicht designt worden damals. Und so kann diese Map gar nicht funktionieren mit diesem neuen Spawn-System. Das heißt, das müsste sich unbedingt ändern, wenn sie nicht wirklich diese Nostalgie komplett kaputt machen wollen von damals. Weil wir haben diese ganzen Maps halt gut in Erinnerung, aber das Spawn-System lässt es nicht zu, dass man die Maps auch nur ansatzweise so spielt wie damals. Also, das funktioniert nicht. Map flow that goes along the lines of how the maps were actually designed. Now, of course, the spawns behave in a linear fashion. And with that, that's going to wrap it up for the more general feedback I have on spawns. Now I want to get into a few more specifics that I've noticed, where it may not be so much about the overall big picture and map flow, but more so like problem spawn situations that I've noticed. And the first one, I'm sure many of you guys have run into this while playing in the first weekend, especially on Rust, although I can be pretty forgiving with a map like Rust since it is so tiny. Obviously, bad spawns should be expected at some point on that map, but even on the other maps, I was noticing this same sort of situation, and this is, you spawn in, you take a few steps forward, you immediately get shot in the back, and when you watch the kill cam, you notice the enemy spawned in right after you in the same spawn location. And I'm sure many of you have also been on the lucky end of that and ended up spawning looking at an enemy's back that just recently spawned. And obviously this is something that shouldn't be occurring, especially on the bigger maps in the game, and yet it was. And with this, it appears they're just missing a variable that used to exist with the traditional style of spawn system, which is called avoid enemy spawn, and this would have a distance and a time variable attached to it. So back in COD World War II, for instance, that avoid enemy spawn variable by default would have a 25-meter radius for 6 seconds. So for a total of 6 seconds after you spawn, it should be highly unlikely that any enemy spawns within a 25-meter radius of that spawn point. So that's one specific thing I noticed, but another one that seems really strange, and I swear I'm noticing a pattern with this, although I'll admit maybe it's something else funky going on here. I've been noticing that verticality doesn't seem to be taken into account properly when it comes to the spawn logic.
And I've noticed this most often on the main building and estate, but I have noticed it in other situations as well. Was? Where I've seen multiple enemies on the main floor or the second floor of that estate house. And yet, my teammates will have no problem spawning right in the basement of the house. True. Das ist auf Estate in dem Main House gewesen. Deshalb fand ich Estate auch gar nicht so kacke. Weil das Spawn-System schlecht ist, aber man konnte es gut abusen. Wenn du immer nur in dem A-Haus hier drin warst, also in diesem fetten großen Haus bei Estate, sind die Gegner, obwohl das ganze Team von dir oben auf dem Balkon war, im Erdgeschoss und sowas, die sind eventuell trotzdem im Keller gespawnt. Das heißt, du hattest Spawns, die nah an dir waren, was ja eigentlich gut ist, aber es ist ja eigentlich auch ein Spawn-Fehler. Es sollte ja eigentlich auch nicht so funktionieren. Und das war der einzige Grund, wieso ich Estate ganz cool fand eigentlich. Ich hoffe, das fixen sie aber auch, weil wenn das Spawn-System einfach generell funktioniert und so ist, wie es sein sollte, dann ist auch das kein Problem mehr. Directly below those enemy players. And that really shouldn't be Reinfliegen ist auch bei Stellung jetzt mittlerweile raus. Das haben sie, glaube ich, jetzt hoffentlich komplett rausgenommen. Das ist happening, at least in my opinion. It seems like the spawn system isn't taking that verticality into account, and it's not properly recognizing that that spawn should be blocked off due to the very close proximity that those players have to that spawn point. Und an der Stelle würde ich das Video auch pausieren, weil er fasst hier am Ende nur noch mal alles zusammen. Aber ich würde das gerne in meinen eigenen Worten machen. Und zwar ist das wieder eine Sache, ich weiß nicht, ob das 1:1 so gewollt ist. Ich weiß, dass Spawns auf jeden Fall nicht mehr so sein sollen wie damals, weil Spawn-Trappen war damals schon sehr einfach. Das muss man ein bisschen versuchen zu umgehen, weil Spawn-Trappen ist natürlich, ich mag das sehr gerne, aber ich verstehe natürlich, dass man, wenn man auf der anderen Seite ist und gespawnt wird, dass das eine Kack-Experience ist. So, ne? Das muss man verhindern, dafür muss man Spawn-Systeme auch ändern. Dass Spawns vielleicht häufiger flippen oder so. Aber ich finde nicht, dass du das so random machen darfst, dass du überhaupt keine Ahnung mehr hast. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das ein weiterer Punkt ist von Call of Duty, beziehungsweise eine Richtung, in die Call of Duty geht. Dieses Pro-Noobs und sowas. Und Hauptsache, du musst so viel für die schlechten Spieler tun, dass sie weiterspielen, dass du diesen kompletten Baustein Call of Duty Multiplayer so weit von dem wegänderst, was es mal war, hin zu einem Modus, der einfach nur noch darauf ausgelegt ist, dass schlechte Spieler nicht gefickt werden. Das ist so gefühlt dieser Nummer 1 Priorität. Und alles andere kommt so danach. So, okay, die Map muss auch einigermaßen Spaß machen, so, ne? Ja, aber es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man auf gar keinen Fall in kurzer Zeit zweimal am gleichen Spawn stirbt. Das ist so wichtig geworden, dass andere Elemente, die Call of Duty Multiplayer so geil gemacht haben, dieses abwechslungsreiche, die haben jetzt gerade die A-Flagge, oh, wir müssen schnell B nehmen, damit wir Map-Control haben, so. Diese Sachen, die Call of Duty Multiplayer immer so interessant gemacht haben, die diesen Map-Flow, sage ich mal, auch ja geboten haben, weshalb die damaligen Maps auch so geil waren. Sehr gutes Beispiel mit Favela hier, ne? Wenn du die B-Flagge eingenommen hast hier, und das ist A gewesen, glaube ich, hier hinten, das ist C gewesen, dann hattest du Kontrolle über den mittleren Teil der Map. Du hattest einen Vorteil. Es hat Sinn ergeben, diese Flagge einzunehmen. Du wurdest dafür belohnt. Und wenn das Spawn-System so bleibt, wie es ist das auch nicht mehr gegeben. Und das ist ein Punkt, der leider den Call of Duty Multiplayer einfach so ein bisschen zurückhält, weil dann, es macht Spaß wieder, es ist cool, Movement, alles mögliche, ist sehr geil, aber das sorgt so dafür, dass irgendwie alles so, wisst ihr, so, also, dann bleibt halt auch leider Multiplayer für mich wieder so ein Ding, Waffenleveln, das war's, so, leider. Und das dann halt auch irgendwo gezwungenermaßen. Es macht sehr viel mehr Spaß, ich will wieder nicht nur meckern an der Stelle, es ist sehr, sehr viel besser als letztes Jahr. Aber das sorgt halt irgendwie dafür, dass es nicht das Potenzial erreicht, was es erreichen könnte. Es gibt das Matchmaking da mal komplett ausgenommen, aber mit einem gescheiten Spawn-System würde es noch mal sehr viel mehr Spaß machen. Dann reicht ja nur TDM als Modus. Eben, richtig. Dann brauchst du halt so Modi wie Herrschaft gar nicht mehr spielen, weil es ja eigentlich einfach nur ein etwas längeres Team Deathmatch ist, wo du zusätzlich, wenn du Bock hast, zwischendurch mal eine Flagge einnehmen kannst, die dir überhaupt nichts bringt. Und das ist ein bisschen schade. Aber ja, sehr, sehr gutes Video von Exclusive A. Sledgehammer Games ist bekannt dafür, dass sie auf die Community hören. Die haben sofort das mit den, die haben auch Spawns schon ein bisschen verbessert, muss man sagen. Das ist noch vom ersten Beta-Wochenende, aber es ist immer noch sehr ähnlich, wie es hier gezeigt wurde. Die haben das Slide-Cancel verbessert. Sie hören auf jeden Fall zu. Man kann nur hoffen, dass sie sich das Video anschauen und das checken, dass das nicht gut ist für den Multiplayer. Auch wenn damit natürlich schlechte Spieler geschützt werden. Aber ich glaube auch, wenn die mal halbwegs irgendwann das Spiel verstehen, würden sich dann darüber aufregen. Naja gut, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.